In der absoluten Stille des Weltraums leben an Bord der Internationalen Raumstation völlig unerwartete Bewohner, Mikroorganismen. Diese winzigen Lebewesen wurden von Wissenschaftlern erst vor kurzem entdeckt, haben aber bereits viele Fragen und großes Interesse ausgelöst. Die ersten Hinweise auf ihre Anwesenheit wurden vor Jahrzehnten festgestellt, als Astronauten begannen, seltsame Flecken an den Wänden und auf der Ausrüstung der Station zu bemerken. Doch ihr Geheimnis konnte erst jetzt gelüftet werden. Unter den Bewohnern der Station wurden Bakterien der Gattung Bacillus und Pilze der Gattung Aspergillus entdeckt. Diese Mikroorganismen überraschen durch ihre Anpassungsfähigkeit an die extremen Bedingungen des Weltraums. In der Schwerelosigkeit und bei begrenztem Zugang zu Nährstoffen überleben ihre Kolonien nicht nur, sondern gedeihen sogar. Wer hätte gedacht, dass in einer Höhe von etwa 250 Meilen über der Erde, unter Bedingungen der Mikrogravitation und ständiger Strahlenbelastung, das Leben nicht nur überleben, sondern sich sogar anpassen kann? Erstaunlicherweise zeigen diese Mikroorganismen die Fähigkeit zu schneller Vermehrung und Evolution. An Bord der ISS zeigen sie eine phänomenale Widerstandsfähigkeit, indem sie sich an die ständige ultraviolette Strahlung und wechselnde Feuchtigkeitsniveaus anpassen. Ihre Anwesenheit stellt Wissenschaftler vor neue Herausforderungen und eröffnet unerforschte Horizonte für Forscher. Fragen bleiben offen. Wie genau sind sie auf die Station gelangt und welche Gefahren könnten sie für die Menschen an Bord darstellen? Die Antworten auf diese Fragen könnten unser Verständnis des Lebens im Weltraum und seiner potenziellen Formen auf anderen Planeten verändern. Bevor wir jedoch fortfahren, lassen Sie uns betrachten, wie genau diese Mikroorganismen im Vakuum des Weltraums überleben. Überleben im Vakuum. Das geheime Arsenal der Mikroorganismen. Für die meisten Lebewesen bedeutet die Konfrontation mit dem kosmischen Vakuum den sofortigen Tod. Für Mikroorganismen, die auf der Internationalen Raumstation leben, ist dies jedoch nur eine weitere Gelegenheit, ihre unglaublichen Anpassungsfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Einer der Schlüsselfaktoren für ihr Überleben in einer so feindlichen Umgebung ist die Bildung von Schutzmembranen. Bakterien der Gattung Bacillus sind beispielsweise in der Lage, widerstandsfähige Sporen zu bilden, die ihr genetisches Material vor der aggressiven Wirkung von Strahlung und der austrocknenden Wirkung des Vakuums schützen. Pilze der Gattung Aspergillus wiederum produzieren spezielle Pigmente, die als Schutzschild gegen ultraviolette Strahlung wirken. Diese Pigmente fungieren als biologischer Schild und verringern die Menge an Schäden, die ihren Zellen zugefügt werden können. Außerdem sind sie unter Bedingungen der Mikrogravitation in der Lage, ihre Lebenszyklen zu verändern, um die Prozesse der Fortpflanzung und des Wachstums zu optimieren. Es ist auch erwähnenswert, dass einige dieser Mikroorganismen in der Lage sind, genetisches Material mit verwandten Arten auszutauschen, was es ihnen ermöglicht, nützliche Anpassungen zu übernehmen und die Evolutionsprozesse zu beschleunigen. Dank dieser Eigenschaft können sie sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit entwickeln und anpassen, wodurch sie potenziellen Umweltgefahren entgehen. Aber wie genau finden sie unter solchen Bedingungen Nahrung? Denn ohne diese Komponente sind selbst die widerstandsfähigsten Organismen dem Untergang geweiht. Weltraumnahrung. Wovon ernähren sich Bakterien und Pilze im Orbit? Setzen wir unsere erstaunliche Reise durch die unsichtbare Welt der Mikroorganismen auf der Internationalen Raumstation fort und finden wir heraus, wovon diese winzigen Bewohner sich ernähren. In solcher Höhe und unter solch extremen Bedingungen, wo Ressourcenmangel für die meisten Organismen tödlich sein kann, haben diese mikroskopisch kleinen Lebewesen unerwartete Wege gefunden, sich mit Nahrung zu versorgen. Bakterien und Pilze auf der Raumstation haben sich daran angepasst, das zu nutzen, was um sie herum verfügbar ist. Einfache organische Verbindungen wie Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor werden zu den Schlüsselelementen ihrer Ernährung. Diese Stoffe sind in den unterschiedlichsten Quellen vorhanden, von kleinsten Staubpartikeln über Speisereste bis hin zu organischen Materialien, einschließlich Hautschuppen, die von der Besatzung hinterlassen werden. Einige Mikroorganismen haben gelernt, alles um sie herum zu verwerten und buchstäblich die letzten Tropfen an Nährstoffen daraus zu ziehen. Sie sind in der Lage, Kunststoffbeschichtungen und andere synthetische Materialien zu zersetzen, die regelmäßig in der Raumstation vorkommen. Dank dieser vielfältigen Nahrungsquellen gelingt es Bakterien und Pilzen, nicht nur zu überleben, sondern sogar ihre Population unter scheinbar extrem isolierten Bedingungen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus zeigen einige dieser Mikroorganismen eine erstaunliche Fähigkeit zur Biosynthese, einem Prozess, bei dem sie lebensnotwendige Stoffe selbst herstellen können. Indem sie die Energie des Lichts oder chemische Reaktionen nutzen, synthetisieren sie ihre eigenen Nährstoffe, was sie nahezu autonom macht. Diese erstaunliche Eigenschaft eröffnet neue Horizonte für unser Verständnis darüber, wie Leben unter den unvorhersehbarsten Bedingungen existieren und sich anpassen kann. Doch bevor wir fortfahren, stellt sich eine weitere interessante Frage. Wie sind diese erstaunlichen Lebewesen überhaupt auf die Internationale Raumstation gelangt? Wie sind sie dorthin gekommen? Unerwartete Lebensquellen auf der ISS. Die Geschichte des Auftretens von Mikroorganismen an Bord der Internationalen Raumstation ist nicht weniger faszinierend als ihre erstaunliche Überlebensfähigkeit. Die ersten Hypothesen deuten darauf hin, dass viele von ihnen versehentlich vom Menschen eingeschleppt wurden. Vor dem Start der Besatzung und der Ausrüstung gelingt es nicht immer, alle Oberflächen vollständig zu sterilisieren, was die Möglichkeit eröffnet, dass Mikroorganismen auf die Station gelangen.
Gewöhnliche Staubpartikel, die in der Kabine schweben, können Bakterien und Pilzsporen enthalten, die ohne größere Schwierigkeiten ihren Platz im neuen kosmischen Zuhause finden. Doch der menschliche Faktor ist nicht die einzige Quelle. Einige Mikroorganismen können aufgrund von Partikeln des kosmischen Staubs und durch Meteoritentätigkeit auf die Station gelangen und bringen dabei nicht nur organische Verbindungen, sondern auch unerwünschte Passagiere mit. Das Vorhandensein solcher Mikroorganismen aus dem All wirft für Wissenschaftler neue Fragen über die Möglichkeit des Transports von Leben zwischen Planeten und anderen Himmelskörpern auf. Denn wenn sie in der Lage waren, unter den Bedingungen der kosmischen Kälte und Leere zu überleben, könnten sie sich wahrscheinlich auch auf anderen Planeten anpassen. Eine unerwartete Quelle von Mikroorganismen kann auch das Wasser sein. Im Lebenserhaltungssystem der Station werden spezielle Wassertanks verwendet, die zu einem vorübergehenden Zufluchtsort für Mikroorganismen werden können, die sich unter solchen Bedingungen entwickeln können. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt Wasser immer noch ein potenzielles Transportmittel für Bakterien und Pilze. Diese Tatsache macht ihr Auftauchen auf der Station nicht nur erstaunlich, sondern auch durchaus nachvollziehbar. Diese unerwarteten Lebensquellen im Weltraum werfen die Frage auf, wie diese Mikroorganismen die Gesundheit der Astronauten beeinflussen und inwiefern ihre Anwesenheit zukünftige Weltraummissionen beeinflussen könnte. Die unsichtbare Bedrohung. Wie beeinflussen Mikroorganismen die Gesundheit der Kosmonauten? Mikroorganismen an Bord der Internationalen Raumstation stellen eine unsichtbare Bedrohung für die Gesundheit der Kosmonauten dar. Obwohl diese winzigen Bewohner des Weltraums eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit zeigen, kann ihre Anwesenheit zu ernsthaften Problemen für die Besatzung führen. Einige Mikroorganismen, wie zum Beispiel Pilze der Gattung Aspergillus, sind dafür bekannt, Toxine zu produzieren, die bei Menschen allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen können. In den beengten Räumen der Station, wo Belüftungs- und Filtersysteme die Luft aktiv zirkulieren lassen, kann selbst eine geringe Menge an Sporen Infektionen oder andere Gesundheitsprobleme verursachen. Außerdem können Bakterien wie Bacillus zur Verschlechterung der Außenhülle und der Ausrüstung der Station beitragen, indem sie Korrosion und Materialzerstörung verursachen. Dies schafft zusätzliche Gefahren für die Sicherheit der Mission, da es zu Ausfällen in kritischen Systemen führen kann. Man darf auch den potenziellen Einfluss von Mikroorganismen auf das Immunsystem der Kosmonauten nicht vergessen. Ein längerer Aufenthalt in der Mikrogravitation schwächt das Immunsystem bereits an sich, und das Vorhandensein von Bakterien und Pilzen kann diesen Prozess noch verstärken, wodurch Astronauten anfälliger für Infektionen werden. Deshalb wird auf der Station eine strenge Kontrolle der mikrobiologischen Sicherheit aufrechterhalten und es werden ständig Forschungen betrieben, um neue Methoden zur Bekämpfung dieser Bedrohung zu entwickeln. Trotz all dieser Herausforderungen funktioniert die ISS weiterhin und bietet Wissenschaftlern die Möglichkeit, diese Mikroorganismen zu erforschen und Wege zum Schutz der Besatzung zu entwickeln. In den kommenden Experimenten hoffen die Wissenschaftler noch genauer zu verstehen, wie man diese Lebensformen kontrollieren kann und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um ihre negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen im All zu verhindern. Evolution im Weltraum. Anpassung jenseits unseres Verständnisses. Diese Bewohner der ISS, Mikroorganismen, beeindrucken durch ihre Fähigkeit, sich schnell zu entwickeln und an die extremen Bedingungen des Weltraums anzupassen. Unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit beschleunigen sie ihren Stoffwechsel, was es ihnen ermöglicht, sich schneller an Strahlung und andere feindliche Faktoren anzupassen. Auf der Erde kann Evolution Millionen von Jahren dauern, aber im Weltraum verläuft dieser Prozess bei Mikroorganismen in einem völlig anderen Tempo. Diese schnelle Anpassung lässt sich dadurch erklären, dass viele von ihnen eine außergewöhnliche Fähigkeit zu genetischen Mutationen besitzen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Strahlung und andere Faktoren des Weltraums die beschleunigte Veränderung des Genoms von Bakterien und Pilzen begünstigen. Dies führt dazu, dass Kolonien, die sich auf der ISS befinden, neue Eigenschaften und Fähigkeiten zeigen, die sie beim Eintritt in die Umlaufbahn noch nicht besaßen. Zum Beispiel können Pilze und Bakterien eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln oder ihren Stoffwechsel so verändern, dass sie sich von neuen Arten organischer Verbindungen ernähren können. Eine so schnelle Evolution stellt sowohl eine Herausforderung als auch eine einzigartige Chance für die wissenschaftliche Forschung dar. Jede neue Generation von Mikroorganismen auf der Station ist eine Art lebendes Labor, in dem Wissenschaftler Prozesse beobachten können, die auf der Erde nahezu unbemerkt bleiben. Dank dieser Beobachtungen können sie besser verstehen, wie Leben außerhalb unseres Planeten existieren könnte. Dennoch erfordert jede Entdeckung Vorsicht. Die Evolution im Weltraum kann zur Entstehung neuer Arten von Mikroorganismen führen, deren Verhalten und Einfluss auf den Menschen weiterhin ein Rätsel bleiben. Deshalb fördern die Forschungen auf der ISS nicht nur die Wissenschaft, sondern erinnern auch an die Bedeutung von Wachsamkeit und Verantwortung beim Erkunden des Unbekannten. Im nächsten Abschnitt werden wir uns ansehen, wie diese Mikroorganismen unsere zukünftigen Missionen zur Erforschung des Weltraums beeinflussen könnten. Geheimnisvolle Mikroben. Wie könnten sie bei der zukünftigen Erschließung des Weltraums helfen? Werfen wir einen Blick in die Zukunft der Weltraumforschung und erfahren, wie geheimnisvolle Mikroben eine Schlüsselrolle bei der Erschließung anderer Planeten spielen könnten. Trotz ihres Rufs als potenzielle Bedrohung besitzen Mikroorganismen auch ein enormes Potenzial, um bei Weltraummissionen zu helfen.
Einige von ihnen könnten eingesetzt werden, um effizientere Methoden zur Abfallverwertung an Bord von Raumschiffen zu entwickeln. Zum Beispiel könnten Bakterien, die in der Lage sind, organische Rückstände zu zersetzen, dabei helfen, ein geschlossenes Ökosystem zu schaffen, in dem Abfälle in für den Menschen nützliche Stoffe umgewandelt werden. Außerdem erforschen Wissenschaftler aktiv die Möglichkeit, Mikroorganismen zur Gewinnung von Sauerstoff und Nahrung auf anderen Planeten einzusetzen. Einigen Bakterien und Algen gelingt es, Sonnenenergie effizient in Sauerstoff umzuwandeln und zudem Biomasse zu produzieren, die als Nahrungsmittel geeignet ist. Diese Prozesse könnten die Grundlage für autarke Kolonien auf dem Mond oder Mars bilden, wo das Überleben ausschließlich mit von der Erde mitgebrachten Ressourcen äußerst schwierig wäre. Neben ihrer praktischen Anwendung können Mikroorganismen auch bei der Suche nach außerirdischem Leben helfen. Ihre erstaunliche Fähigkeit, unter extremen Bedingungen zu überleben, inspiriert Wissenschaftler dazu, die Möglichkeit ähnlicher Lebensformen auf anderen Planeten zu erforschen. Das Verständnis dafür, wie solche Organismen überleben und sich anpassen, kann dabei helfen, effektivere Methoden zur Suche nach Leben außerhalb der Erde zu entwickeln. So sind diese auf den ersten Blick unbedeutenden Lebewesen der Schlüssel zur Lösung vieler Rätsel des Kosmos. In Zukunft wird ihre Bedeutung für die Weltraumforschung nur noch zunehmen und neue Horizonte für die Menschheit eröffnen. Doch bevor wir weitergehen, schauen wir uns an, wie Wissenschaftler auf der ISS gegen diese Mikroorganismen vorgehen. Wir sind nicht allein. Können diese Mikroorganismen auf anderen Planeten überleben? Die Möglichkeit, dass Mikroorganismen von der Internationalen Raumstation auf anderen Planeten überleben könnten, ist eine echte wissenschaftliche Herausforderung und zugleich eine Chance, das Wesen des Lebens selbst zu erforschen. Diese winzigen Bewohner des Weltraums zeigen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit, die Wissenschaftler dazu inspiriert, über ihre Fähigkeit nachzudenken, sogar außerhalb unseres Sonnensystems zu überleben. Unter den rauen Bedingungen des Weltraums an Bord der ISS zeigen sie phänomenale Anpassungs- und Überlebensfähigkeiten, die auch auf anderen Himmelskörpern von entscheidender Bedeutung sein könnten. Einige der auf der ISS gefundenen Mikroorganismen sind sogar in der Lage, unter Bedingungen von Strahlung und extremen Temperaturen zu überleben, was sie zu potenziellen Kandidaten für das Überleben auf dem Mars oder auf Jupitermonden wie Europa macht. Zum Beispiel können Bakterien der Gattung Bacillus Sporen bilden, die sie vor starker ultravioletter Strahlung und extremen Temperaturen schützen. Diese Sporen könnten in der Lage sein, das Leben sogar nach einem langen Aufenthalt in einer eisigen Wüste oder auf einer glühend heißen Oberfläche wiederherzustellen. Darüber hinaus entwickeln Pilze der Gattung Aspergillus, die häufig auf der ISS vorkommen, einzigartige Pigmente, die sie vor ultravioletter Strahlung schützen. Durch das Studium solcher Anpassungsmechanismen können Wissenschaftler Technologien entwickeln, die zukünftigen Weltraummissionen helfen, zum Beispiel bei der Entwicklung von Schutzbeschichtungen oder Mitteln, die die Anpassung an die Bedingungen anderer Planeten erleichtern. Das Verständnis dafür, wie diese Organismen sich ernähren, fortpflanzen und unter extremen Bedingungen überleben, kann zu neuen Entdeckungen in der Biotechnologie führen. So sind Mikroorganismen auf der ISS nicht einfach nur Bewohner des Weltraums, sondern auch Wegbereiter zu unerforschten Welten. Sie können uns Hinweise darauf geben, wie Leben an den unerwartetsten Orten im Universum existieren könnte. Diese Forschungsmöglichkeiten verstärken unser Bestreben, andere Welten zu erforschen und nach Anzeichen von Leben außerhalb der Erde zu suchen. Sie unterstreichen, dass wir vielleicht selbst auf interplanetarer Ebene nicht allein sind. Technologien zur Bekämpfung, wie Wissenschaftler das Leben im Orbit kontrollieren. An Bord der Internationalen Raumstation, die Kontrolle über Mikroorganismen wird zu einer der Hauptaufgaben der Wissenschaftler. Angesichts ihrer unglaublichen Anpassungsfähigkeit und der potenziellen Bedrohungen ist es wichtig, eine strenge mikrobiologische Disziplin aufrechtzuerhalten. Eine der wichtigsten Methoden zur Bekämpfung von Mikroben ist der Einsatz von ultravioletter Strahlung. Die regelmäßige Behandlung der Oberflächen der Station mit UV-Licht hilft, Bakterien und Pilze abzutöten und so deren Vermehrung zu verhindern. Darüber hinaus ist die Einhaltung strenger Hygienevorschriften durch die Besatzung ein wichtiger Aspekt. Die Kosmonauten müssen regelmäßig ihre Hände und Arbeitsflächen desinfizieren, um das Risiko der Ausbreitung von Mikroorganismen zu minimieren. Es werden spezielle Filter und Belüftungssysteme eingesetzt, die die Luft kontinuierlich reinigen und so die Anzahl der Mikroben im geschlossenen Raum der Station verringern. Eine weitere interessante Lösung ist die Verwendung antimikrobieller Materialien beim Bau des Innenraums der Station. Diese Materialien sind in der Lage, das Wachstum von Mikroorganismen zu hemmen und so deren Ausbreitung und Koloniebildung zu verhindern. An Bord werden ständig Tests auf das Vorhandensein von Mikroorganismen durchgeführt, ihre Artenzusammensetzung und ihr Verhalten analysiert, was eine rechtzeitige Reaktion auf jegliche Veränderungen ermöglicht. Doch die fortschrittlichsten Bekämpfungsmethoden sind mit Biotechnologien verbunden. Wissenschaftler erforschen die Möglichkeit, gentechnisch veränderte Mikroorganismen einzusetzen, die in das Ökosystem der Station eingebracht werden können, um für den Menschen gefährliche Arten zu vernichten. Die Schaffung solcher biologischen Reiniger vereinfacht die Aufgabe, hygienische Sauberkeit im Weltraum aufrechtzuerhalten. Die Erforschung dieser Technologien hilft nicht nur, die Gesundheit der Kosmonauten zu erhalten, sondern eröffnet auch Wege zur Entwicklung neuer Methoden zur Bekämpfung von Mikroben auf anderen Planeten.
Die Möglichkeiten, einen solchen Ansatz in der Zukunft anzuwenden, könnten die Sicherheit und den Komfort von Weltraummissionen erheblich steigern. Was erwartet uns in der Zukunft? Unerwartete Entdeckungen und ihre Folgen für die Menschheit. Die Zukunft der Erforschung von Mikroorganismen auf der Internationalen Raumstation verspricht, neue Horizonte zu eröffnen und unerwartete Entdeckungen zu bringen, die die gesamte Menschheit beeinflussen werden. Diese winzigen Bewohner des Weltraums zeigen eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit und ihre Erforschung könnte zur Entwicklung neuer Technologien führen, die sowohl auf der Erde als auch im All nützlich sind. Einer der wichtigen Forschungsbereiche ist die Untersuchung ihrer genetischen Veränderungen, die unter Bedingungen der Mikrogravitation und Strahlung auftreten. Dies könnte zur Entwicklung von Stämmen führen, die extremen Bedingungen standhalten und bei der Lösung des Überlebensproblems im Weltraum helfen können. Eine wichtige Aufgabe bleibt die Erforschung der Möglichkeit, Mikroorganismen zur Schaffung autonomer Ökosysteme einzusetzen. Dies wird die Möglichkeit für langfristige Weltraummissionen eröffnen, bei denen alle lebenswichtigen Ressourcen direkt an Bord produziert werden. Zum Beispiel können Bakterien Sauerstoff produzieren und Abfälle recyceln sowie als Nahrungsquelle dienen. Solche Systeme werden besonders nützlich für die Kolonisierung anderer Planeten sein, wo Ressourcen begrenzt sind. Außerdem werden Mikroorganismen bei der Entwicklung neuer Methoden zum Schutz vor Strahlung helfen. Zum Beispiel können Pigmente von Pilzen, die vor ultravioletter Strahlung schützen, zur Entwicklung neuer Materialien verwendet werden, die nicht nur Raumschiffe, sondern auch Menschen schützen. Diese Forschungen tragen nicht nur zum wissenschaftlichen Fortschritt bei, sondern werfen auch wichtige Fragen zu unserer Fähigkeit auf, uns an neue Bedingungen anzupassen. Die Entdeckungen, die an Bord der ISS gemacht werden, könnten unser Verständnis des Lebens und seiner Existenzmöglichkeiten außerhalb der Erde verändern. So werden Mikroorganismen nicht nur zum Gegenstand wissenschaftlichen Interesses, sondern auch zum Schlüssel für die Zukunft der Menschheit im Weltraum. Und vielleicht sind es gerade sie, die uns helfen werden, den ersten Schritt zu bewohnbaren Kolonien auf anderen Planeten zu machen.